Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show. Und es gibt eine weitere Folge zu unserer beliebten Serie Fake Roman Coins. In diesem 5. Teil zeige ich einen Sesterz, der selbst sattelfeste Experten zum Zweifeln bringt, wenn nicht sogar zum Verzweifeln. Und so bin auch ich gefangen im Netz der Widersprüche und frage euch um eure Meinung, ob diese Münze echt ist oder vielleicht sogar eine antike Fehlprägung. Es handelt sich um eine Prägung des Marc Aurel, die, wie ich meine, recht ansehnlich ist. Natürlich unterziehen wir das gute Stück auch unserem Härtetest und ihr dürft mit Spannung erwarten, wie unser Sesterz diesen überstanden hat. Aber vorerst einmal eine kurze Einleitung zum Unboxing des Neuankömmlings im Schnelldurchlauf. Gekauft habe ich die Münze bei einem spanischen Münzhändler, der eine Internetplattform betreibt und dort seine antike Ware anbietet. Marc Aurel dürfte ja vielen bekannt sein. Er ging als Philosophenkaiser in die Geschichte ein, regierte von 161 bis 180 nach Christi und falls ihr mehr über sein Leben erfahren wollt, verlinke ich euch mein Video dazu im Abspann. Außerdem gibt es am Ende des Videos wieder ein Update zum Gewinnspiel und eine weitere Münze wird ausgeschlossen. Nun aber packen wir ihn ganz aus, den imposanten, überdimensionalen Sesterz mit attraktiver, maronifarbener Sandpatina. Dieser Sesterz wurde, sofern man das aus der Legende wirklich eindeutig ablesen kann, um 172 nach Christi in Rom geprägt. Und natürlich habe ich zur Vorderseite meiner Münze auch ein Vergleichsexemplar bei CGB France gefunden, mit identischer Umschrift. Wir sehen die drapierte und gepanzerte Büste des Marc Aurel nach rechts blickend mit Lorbeerkranz und Philosophenbart. Das Interessante an der Umschrift ist, dass der Sesterz den vollen Namen seines Stiefvaters Antoninus zeigt. Sein Vorname hingegen wird mit M abgekürzt. AUG steht für Augustus und TRP XXVI zeigt, dass Marc Aurel die tribunizische Gewalt zum 26. Mal verliehen bekam und lässt sich dadurch genau in das Jahr 171 bis 172 nach Christi datieren, also etwa 10 Jahre nach seiner Ausrufung zum Augustus. Das Spannende und zugleich Verwirrende ist aber die Legende auf der Rückseite der Münze, denn hier lesen wir eine Wiederholung der Vorderseite. TR Bot 6, was erneut auf die tribunizische Gewalt hinweist. Zusätzlich steht da noch Cos 2, was sich auf das zweite Konsulatsamt Marc Aurels bezieht. Die Darstellung in der Mitte wird meist als Minerva oder seltener als Roma gedeutet. Entscheidend ist, was sie in Händen hält. Die Kombination aus der kriegerischen Grundhaltung mit Speer und der Victoria in der Hand passt am besten auf Minerva, die Göttin der Weisheit, des strategischen Krieges und der Künste. Sie war eine persönliche Schutzgöttin des Kaiserhauses. Und da haben wir ihn, den extremen Widerspruch zur Vorderseite. Denn die Bezeichnung Cos 2 kann sich nur auf das zweite Konsulatsamt Marc Aurels beziehen, welches eigentlich noch in seine Zeit als Caesar 145 bis 146 nach Christi fallen würde und welches er zusammen mit seinem Adoptivvater Antoninus Pius ausübte. Und auch die Wiederholung der tribunizischen Gewalt mit der Ziffer 6 macht so eigentlich überhaupt keinen Sinn, da auf der Vorderseite die Ziffer 26 angeführt wird. Also da würden ja 26 Jahre dazwischen liegen und das löst natürlich sofort Alarm aus. Ist diese Münze überhaupt echt? Und weil wir da nicht lange rumfackeln, wird die Münze dem Härtetest unterzogen, um Oberfläche und vor allem Patina zu überprüfen. Und ab geht's ins Wasserbad mit Aqua Destillata. Mal schauen, ob sich da was auflöst. Abtupfen, nicht reiben mit dem Mikrofasertuch, aber das wissen ja sicher schon alle. Erste Überprüfung, also abgelöst hat sich da nicht wirklich etwas. Zur Sicherheit mit dem Föhn trocknen und dann nochmals überprüfen. Alles bestens. Jetzt aber zum zweiten Härtetest. Oberfläche mit reinem Alkohol, also Isopropanol 99,9%, mit einem Stäbchen abrollen, nicht reiben. Der große Vorteil, er hinterlässt auf einer echten Patina keine Flecken und verdunstet zu 100% innerhalb kürzester Zeit. Und wir sehen auch hier ein tolles Ergebnis. Es gab keine Veränderungen der Patina. Also das spricht schon mal für eine echte Münze. So, und noch schnell mal auf die Feinwaage gelegt. Ja, und mit 27,11 Gramm liegt der Sesterz im oberen Bereich des zulässigen Gewichts. Aufgrund des überdimensionalen Schrötlings ein sehr authentisches Ergebnis. Trotzdem benötigen wir weitere Recherchen.
Denn wie können wir sonst die zwei unterschiedlichen Zeitspannen der Avers- und der Reverslegende erklären? Da der Verkäufer selbst in der Artikelbeschreibung keine Angabe zur RIC-Nummer machen konnte, gehe ich davon aus, dass er das Rätsel selber nicht lösen konnte. Auf eine Anfrage hin, ob die Münze denn wirklich echt sei, bekam ich zunächst eine freundliche Antwort und den Hinweis, dass diese bereits bei einer Auktion versteigert wurde. Außerdem wollte sich der Verkäufer um die Identifizierung kümmern. Was, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, jedoch nicht möglich war. Deshalb habe ich mich mal mit der Seite des Auktionshauses beschäftigt, wo die Münze ebenfalls im Mai 2026 versteigert wurde. Was natürlich sofort auffällt, ist, dass sie auf diesem Bild etwas anders aussieht und anscheinend von meinem Verkäufer etwas aufgehübscht wurde, was der Münze allerdings nicht schadete, sondern nach meinem Empfinden sie eher etwas attraktiver machte. Leider wurde in der Beschreibung auch hier nicht auf die unterschiedliche Zeitstellung der Prägestempel eingegangen. Anscheinend hat es niemand wirklich interessiert. Nun ergaben sich zu diesem Problem gleich 3 Theorien, die ich verfolgte. Zum ersten könnte es sich tatsächlich um eine moderne Fälschung handeln. Dem spricht aber entgegen, dass ein Auktionshaus und ein professioneller Münzhändler die Echtheit garantieren. Zweitens könnte es ein sogenannter Paduaner sein, denn bei diesen Münzprägungen der Renaissance legte man keinen besonderen Wert auf eine Abstimmung der Prägestempel auf Originale und es gibt häufig auch sogenannte Fantasieprägungen. Dem spricht wieder entgegen, dass von beiden Seiten originale Prägungen der Antike existieren, die zwar nicht stempelgleich sind, aber die dieser Münze extrem ähnlich sehen. Dies führt mich zur dritten Theorie, und zwar könnte es sich um eine Hybridprägung der Antike handeln, wobei die Münzmeister 2 Stempel verwendeten, welche 26 Jahre auseinanderliegen. Das wäre zwar eine fatale Fehlprägung, aber würde die Münze geschichtlich gesehen besonders wertvoll machen. Aber das kann natürlich auch nur Wunschdenken von mir sein und deshalb holte ich mir wie immer Rat bei meiner Facebook-Gruppe Fake Roman Coins und auch noch gleich bei einer zweiten Gruppe mit dem Namen Roman Imperial Coins. Und die Beiträge zu meiner Anfrage dort hätten nicht widersprüchlicher sein können. Da gab es nun Beiträge, dass die Münze echt ist, aber auch, dass sie eine moderne Fälschung ist. Oder vielleicht sogar eine alte Fälschung aus der viktorianischen Zeit. Oder jemand fand sie verdächtig, weil sie einfach nur alt ausschaut, aber die Prägestempel über 20 Jahre auseinanderliegen. Also ich denke, ich übertreibe hier nicht, wenn ich die Münze als gefangen im Netz der Widersprüche bezeichne. Also was ist eure Meinung dazu? Welche der 3 Theorien würdet ihr unterstützen? Schreibt mir einen Kommentar und lasst mich wissen, wie ihr darüber denkt, denn eure Meinung ist mir sehr wichtig. Und vielleicht könnt ihr ja dazu beitragen, das Netz der Widersprüche zu entwirren. Und zu guter Letzt gibt es ein Update zu unserem Gewinnspiel und eine Vorschau aufs nächste Video. Heute schließe ich eine Münze vom Gewinnspiel aus, von der ich zugeben muss, dass ich schon sehr versucht war, sie als 4. Sesterz in Paris zu kaufen, weil sie wirklich sehr gut in meine Sammlung passen würde und ich bereue schon ein wenig, sie in Paris zurückgelassen zu haben. Um das Weiterraten zu erleichtern, schließe ich genau diesen Sesterz der Faustina der Jüngeren mit der RIC-Nummer 1698 vom Gewinnspiel aus. Es verbleiben noch 8 Sesterze im Spiel, von denen ihr 3 auswählen und in die Kommentare schreiben könnt. Eine Liste der verbleibenden Sesterze findet ihr in der Beschreibung dieses Videos, sowie die Teilnahmebedingungen und den Disclaimer zum Gewinnspiel. Nächste Woche gibt es ein neues Unboxing-Video, denn ich habe an einer Auktion des Auktionshauses Mars Ultra teilgenommen und den Zuschlag für 2 römische Münzen bekommen. Falls ihr das Video Numismatica Einkaufstour in Paris nochmal sehen wollt, klickt auf das rechte obere Feld. Und falls ihr mehr Videos zur Themenreihe Fake Roman Coins sehen wollt, klickt auf das rechte untere Feld. Das Marc Aurel Video findet ihr links unten. Denkt daran, einen Kommentar zu hinterlassen und wir treffen uns dann nächsten Freitag in der neuen Folge.